Gott Tag aus dem verregneten Dänemark. Gott Tag. Heute stellen wir euch unsere jeweils 5 beliebtesten Gadgets vor. Heike fängt mal an. Okay, ich fange mal an mit dem Rich Monkey. Das ist ein Sandwich Maker. Mit dem haben wir schon oft die leckersten Sandwiches gemacht. Und man kann ihn ja über Gasflamme halten. Hat auch so eine Einlage mit, also ich halte ihn hier mal kurz her. Hat auch so eine Einlage mit verschiedenen Kochutensilien, die ich aber noch fast nie benutzt habe. Also ich nutzte unsere eigenen, aber wenn man zum Beispiel am Lagerfeuer was machen kann, das ist auch möglich, sind die Kochlöffel und Wender sicher auch sehr hilfreich. Genau. Wir machen, wie gesagt, meistens Sandwiches damit und die gelingen auch immer und sind auch super lecker. Sandwiches. Gut, dann mache ich mal weiter. Begleitet uns zwar nicht seit Anfang der Reise, sondern erst seit kurzem. Habe ich mir auf der Abenteuer Allrad gekauft, wie ihr gesehen habt. Mein Yeti Rumbler. Also so ein großer Becher mit 1 Liter Fassungsvermögen. Ist total super, also hält total lange kalt. Wenn man da 3 große Eiswürfel reintut, ein paar Stunden. Also wir haben so richtig schön große durchgefrorene Eiswürfelbrocken. Der hält dann ein paar Stunden bzw. einen halben Tag locker. Mit 4 Eiswürfeln hat er sogar über Nacht durchgehalten. Die Eiswürfel waren am nächsten Tag immer noch im leeren Becher gestanden, ohne zu schmelzen. Also isoliert total gut. Für kalte Getränke, für warme vermutlich auch. Das werden wir dann irgendwann auch mal testen. Wenn es jetzt dann Richtung Winter geht, habe ich auch noch einen Trinkdeckel für warme Getränke dazu. Also es ist echt super klasse, der Becher. Kann ich nur empfehlen. Ja, und ich werde mal eventuell auch so einen holen. Also ich wollte am Anfang keinen auf der Messe holen, aber mittlerweile bin ich auch überzeugt und werde wahrscheinlich auch so einen Becher holen. Ich mache weiter mit dem Waschbeutel. Den gibt es wahrscheinlich von verschiedenen Herstellern. Ich finde die Art Waschbeutel aber super klasse für die schnelle Handwäsche zwischendurch. Dass man schnell mal was auffrischen kann oder so, genau. Funktioniert einfach, Wäsche rein, Wasser rein, Waschmittel rein, dann die Luft rausdrücken durch dieses Ventil hier, das macht man dann zu, nachdem die Luft raus ist. Macht das Ganze hier mit diesem Verschluss zu, ich weiß gar nicht, wie der Verschluss heißt, egal. Aber man muss erst zudrehen, dann die Luft rauslassen, ne? Und dann, ein bisschen, sonst geht die Luft ja nicht raus. Nee, man muss die Luft rausdrücken und dann zumachen. Okay. Macht man hier zu, dann ruppelt man das Ganze ein bisschen durch oder lässt es auch einweichen, je nachdem. Dann natürlich raus und ja, kann dann die Wäsche aufhängen. Also finde ich sehr praktisch. Wir verlinken euch dann auch alle Produkte unten in der Videobeschreibung. Ja, also das ist natürlich jetzt in dem Fall kostenlose Werbung. Wir bekommen da von den Herstellern nichts dafür. Haben die auch alle selber gekauft und sind wie gesagt sehr zufrieden damit. Gut, dann mache ich mal weiter mit einem wichtigen Gadget, besonders im Sommer, falls wir dieses Jahr nochmal sommerliche Temperaturen erleben sollten, weiß ich nicht, im Norden. Schauen wir mal, also hier in Dänemark hat es gerade nur so um die 20 Grad. Das sind unsere USB-Ventilatoren. Da haben wir einmal den großen hier. Der ist auch mit Akkubetrieb und boostet ganz ordentlich. Oder man hängt ihn an die Powerbank. Den nehme ich immer gerne mal für hier in der Sitzecke oder draußen her. Und dann haben wir noch diese kleinen USB-Ventilatoren hier zum Klemmen. Die sind auch ebenfalls akkubetrieben. Und die kann man ja überall hinklemmen. Zum Beispiel oben haben wir sie ans Bett, an das Regal am Bett geklemmt. Das bei besonders heißen Nächten zum Beispiel, dass wir da etwas Luftzirkulation mehr haben. Oder man kann sie auch einfach an den Tisch klemmen oder halt an den Küchenschrank oder sonst wohin. Ein sehr praktisches Gadget. Gut. Genau, ich mache weiter mit der Petroleumlampe. Die ist jetzt eher natürlich für draußen, aber die haben wir auch schon öfter aufgestellt, als wir draußen gesessen sind. Und wir finden die super. Die kommt hier an auch so einen praktischen Behältnis.
Also die Tasche ist Zubehör, aber wir verlinken beides dann oder ein Set halt dann. Genau. Ja. Das hier ist die Lampe. Finden wir super, weil es auch natürlich oldschool ist, aber natürlich ein tolles warmes Licht macht. Ich führe es jetzt mal nicht vor, aber ich glaube, es ist klar. Hier die Flamme. Hier kann man es noch aufhängen oder auch hier, glaube ich, ne? Oder ist das nur zum Entfernen? Nee, Doch, könnte man auch hier aufhängen. Genau, hier ist Nachfüllgefäß und hier ist, glaube ich, die Regulierung von der Flamme, ne? Genau, da kann man den Docht hoch und runter drehen. Genau. Also benutzen wir sehr gerne, wenn wir mal draußen sitzen und so schön gemütlich machen wollen. Und es dunkel ist, genau. Genau. So, dann kommen wir zu meinem nächsten Gadget. Das ist wirklich eins meiner Lieblings-Gadget. Ja, wobei, Gadget, ja. Es ist halt ein Klebeband. Aber es ist kein normales Klebeband, sondern es ist sogenanntes Nanotape. Es ist durchsichtig, es ist doppelseitig klebbar. Und damit kann man hier im Wohnmobil alles Mögliche hinkleben, sei es Deko, blende ich was ein, oder unsere Fernbedienungen oder auch unsere Ladeschalen für die ganzen Kameraakkus, für die verschiedenen, die haben wir auch da an die Wand geklebt. Das blende ich euch alles mal ein. Also dieses Nanotape ist wirklich klasse. Auch so große Sachen wie die Magnetpinnwand übrigens sind mit Nanotape hier befestigt. Das hält bombenfest. Ist aber auch wieder ablösbar. Dann machst du weiter, hätte ich gesagt. Genau, mache ich weiter mit einem super Zubehörteil, sag ich jetzt mal für den Omnia. Den Omnia werden sicher die meisten von euch kennen, den Gasbackofen, mit dem man auch ohne Backofen die tollsten Sachen machen kann. Also man kann einfach alles backen, Kuchen, Aufläufe etc. Und wir haben kürzlich gesehen, dass es dafür auch einen Deckel mit Glaseinsatz gibt. Waren natürlich voll begeistert, haben uns den sofort geholt. Und wir sind super zufrieden. Also man muss jetzt nicht mehr, man sollte ja den Deckel beim Omnia nicht aufmachen während des Backens, damit die Hitze nicht rausgeht. Und mit diesem Glaseinsatz kann man jetzt auch während des Backens, ohne den Deckel aufzumachen, super schauen, wie es da drunter aussieht einfach, ne? Wie weit das jeweilige Gericht ist. Genau. Möchte ich nicht mehr darauf verzichten. Das ist von Rodebaker, der Glasaufsatz für den Omnia. Gut, wenn wir schon bei Sommer und heißen Temperaturen waren, machen wir mal weiter. Da haben wir so genannte Cooling-Tücher uns gekauft. Die haben wir zum ersten Mal, glaube ich, bei Just Touring gesehen. Also echt klasse Konzept, diese Tücher. Und zwar sind das 2 Tücher zusammengenäht und die jeweils so leicht perforiert sind, oder beziehungsweise eine davon ist so leicht perforiert. Die macht man einfach nass, also schüttet Wasser drüber. Das kann auch warmes Wasser sein. Also ich habe das auch mit total warmem Wasser aus Trinkflasche, die schon ewig neben mir stand in der Hitze, befeuchtet. Dann ringt man das aus und dann kann man sich das danach, also nach dem Ausringen, muss man es ausschütteln und dann entsteht durch den sogenannten Verdunstungseffekt Kälte. Wenn man sich das Tuch dann umlegt, zum Beispiel um den Hals oder um den Arm wickelt, also wo man halt gekühlt werden möchte, Nacken, oder man kann sich auch als Bandana um den Kopf binden. Das ist wirklich saukalt. Also bei 35 Grad oder 36 Grad, die wir da hatten im Schatten, ist einfach irre, wie einen das abkühlt, so ein Tuch. Also ein Must-Have-Gadget für heiße Sommertage. Ich muss jetzt ein bisschen mehr für mein letztes Gadget, ein bisschen mehr Sachen herholen. Und das, was ich vorstellen möchte, ist der Zauberstab. Hersteller heißt Eske. Und auf den möchte ich auch nicht mehr verzichten. Das, ja, wie man sagt, es ist so eine Art Mix zwischen Standmixer und Küchenmaschine oder Zerhäcksler, wie sagt man, weiß ich nicht. Mit dem kann man in jedem Fall viel machen. Flüssige Teige, feste Teige verrühren, etwas zerhäckseln, was Gröberes zerhäckseln, zum Beispiel Nüsse oder auch Gemüse oder was auch immer, und pürieren. Also man kann damit ziemlich viel machen. Hier gibt es verschiedene Aufsätze.
zum Beispiel hier für nicht so feste Teige hier, Kuchen oder so. Dann ist hier dieses Messer, ist glaube ich für, bin mir jetzt nicht mehr sicher, für etwas Festeres zu zerschneiden oder zerhäckseln. Das ist glaube ich für Sahne, das habe ich aber jetzt tatsächlich noch nie benutzt. Also Sahne habe ich noch nicht gemacht. Und das wäre jetzt hier für, um etwas zu pürieren. Ich hoffe, ich habe alles richtig dargelegt. Meistens nutze ich eben diese Scheibe hier, um Teig zu machen. Dann gibt es dazu noch ein Kochbuch, aus dem ich auch schon ein paar Rezepte gemacht habe. Finde ich auch super gut, da Tipps zu holen, was man alles damit machen kann. Und ich finde den einfach super, weil man kann den auch im heißen Topf bewenden. Oder schmeißt was. Also ich bin damit sehr zufrieden und kann den nur empfehlen. Ja. Dann kommen wir schon zu unserem letzten Gadget. Da haben wir zwei verschiedene Ausführungen. Ich zeige jetzt mal eine davon. Das sind Schrankleuchten mit Lichterkennung sozusagen. Also das heißt, ähnlich wie im Kühlschrank das Prinzip, solange es dunkel ist, das ist der Vorführeffekt. Glaube ich, hast du Lichterkennung gesagt? Oder? Ja, Lichterkennung. Ist es. Das funktioniert, glaube ich, so wie im Kühlschrank. Sobald Licht drauf fällt von außen, geht es an. Das haben wir zum Beispiel im Kleiderschrank, diese Leuchten. Oder halt auch im Doppelboden verbaut. Die werden einfach da wird einfach eine Metallplatte reingeklebt, selbstklebend. Und die sind dann magnetisch und werden dann einfach an die Metallplatte gehängt. Dann kann man sie auch einfach abnehmen, um sie dann per USB wieder aufzuladen, wenn sie Akkus leer sind. Das wären dann soweit unsere jeweils Top 5 Gadgets, jetzt sind ohne bestimmte Wertung, sondern einfach nur halt von jedem 5 Stück. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch auch alles unten in der Videobeschreibung, alle Sachen, die wir hier vorgestellt haben. Das sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn ihr darüber was kauft, muss auch nicht genau dieser Artikel sein, dann bekommen wir ein paar Cent als Unterstützung. Und apropos Unterstützung, lasst doch bitte ein Like da und ein Abo. Das würde uns sehr helfen, ebenso wie Kommentare. Also wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben, dann beantworten wir diese sehr gerne noch. Ja. Und sozusagen in diesem Sinne? Nee, ich wollte noch was sagen. Wir haben auch ein paar andere Unterstützungslinks jetzt eingefügt in der Videobeschreibung. Also falls ihr uns zum Beispiel einen Kaffee ausgeben wollt, könnt ihr das darüber sehr gern tun. Genau, und falls ihr noch Gadgets habt, auf die ihr nicht verzichten wollt und die wir hier nicht genannt haben, schreibt uns doch gerne in die Kommentare. Wir sind da sehr gespannt, was euch so gefällt. Genau. Und in diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you. Heute wollen wir euch jeweils... Nee. Heute stellen wir euch unsere 5... Also ablesen. Jeweils 5. Heute stellen wir uns... Gibt gute Outtakes weiter. Heute stellen wir euch unsere 5 jeweils... Klappt nicht. Das weiß nicht, was es ist. Maker, ja, eigentlich ist es ein Sandwich Maker, ne? Viel mehr kann man, glaube ich. Nochmal. Jetzt bin ich irgendwie total raus. Heute stellen wir euch unsere jeweils 5 beliebtesten Gadgets vor. Ich muss nochmal machen, ich habe Bild geschaut. Ja. Gut, ich fange mal an mit dem Rich Monkey. Oh.